Hallo meine Freunde und wieder ein neues Video zum Porsche 968, hier aber auch gültig für den Porsche 944 S2. Und zwar haben diese Autos oben am Motor, also hier sitzt der Motorblock und vorne am Ausgang der Nockenwelle, wo der Zahnriemen, der läuft hier, einen Rollgeber. Und dieser Rollgeber hat eine Steckverbindung, die ganz gerne zerbröselt. Ich wollte dieses Video schon lange machen, aber ich löte diese Steckverbindung immer am Auto um. Jetzt haben wir mal die Chance. Ich habe einen ausgebauten Rollgeber mit defektem Stecker und dann kann ich euch das in der Kamera viel besser zeigen, wie das funktioniert. Die eigentliche Reparatur erfolgt normalerweise am Fahrzeug. Die Steckverbindung ist eine AMP JPT 3 Verbindung. Die könnt ihr mit allen Einzelteilen kaufen, also so sieht das Teil aus. Allerdings die Tülen müsst ihr separat bestellen. So habe ich die Verbindung aus dem Auto entfernt. Ihr seht, hier mehrfach gebrochen. Die Teile unten steckten sogar in der Steckverbindung drin. Jetzt müssen wir erstmal die Metallklammer hier entfernen. Die können wir leider auch nicht mehr benutzen. Bei den, ihr seht, das ist alles Endschrott. Es wird einfach viel zu warm an der Stelle. Den Rest bröseln wir dann mit dem Seitenschneider auf, wobei wir uns noch die Farben merken. Also 1 war rot, 2 war grün und 3 ist die Abschirmung, die ist hier meistens schwarz. Ihr seht, da war nichts mehr zu retten an dieser Steckverbindung. Das reinste Bröselteil. Zum Glück sind die Kabel in einem besseren Zustand. So, ungefähr da wären wir zu Hause. Leider haben die Pins hier früher, hatten die nur eine Zunge und die jetzigen haben so einen richtigen Käfig und 2 Zungen. Das heißt, wenn ihr die versucht in den neuen Stecker zu stecken, das hält nicht. Wenn ihr es dann zusammensteckt, schiebt es einen Pin nach hinten, ihr habt keine Verbindung und den ganzen Ärger. Wir müssen leider die Pins mit austauschen. Ich versuche das Maximale zu retten. Das heißt, ich biege hier auf. Dass jetzt hier die Isolation kaputt ist, stört nicht. Hier muss ich es eh abschneiden. Hier war es total verquetscht. Das heißt aber, ich habe wenigstens noch 2 mm gerettet. An der Stelle können wir es jetzt abzwicken. So, jetzt haben wir das maximal an Kabel gerettet, was geht. Und das wiederholt er jetzt in allen 3 Steckern. Jetzt habe ich auch den dritten noch weg. Ganz schönes Gefummel, aber ihr müsst halt Geld sparen, wenn der Porsche fährt. Der neue kostet ein bisschen Geld. Dann immer ganz wichtig, die Tüle nicht vergessen. Natürlich leider ein bisschen lang, aber es geht jetzt halt nicht anders. Aber lieber eine lange Tüle als gar keine Tüle. Jetzt müsst ihr mal Maß nehmen und dann sehen wir, dass wir hier noch ein bisschen einschneiden müssen, weil wir haben die Stecker ja auch verkürzt. Ich muss nachher ungefähr so weit reinkommen, das heißt, ich muss hier bis zum Ende des Abdruckes abisolieren. Die Elektrikermethode, hier einfach mit dem Messer rumzugehen, halte ich jetzt für suboptimal. Da trifft er sicherlich auch die Isolation unten dran. Das heißt, ich schneide das vorsichtig von vorne her ein, nur die Isolation entfernen, dann kommen wir da besser um die Ecke und machen weniger Flurschaden. Das sollte jetzt soweit mal genügen. Und dann kommt das nächste, wir müssen die Spritzschutzstöpsel da und die kommen so rum rein. Nicht, dass er meint, das ist wie eine Zugentlastung, dass die so rum montiert werden. Das ist falsch, so rutschen sie auch gar nicht rein. Die müssen so rum rein, also müssen die so aufs Kabel gesteckt werden.
1. Erstmal ganz nach hinten schieben, die kriegen wir nachher schon vor. So, und jetzt kommt noch der dritte Kamerad. Das ist dann für irgendeine IP sowieso, damit der Stecker spritzwassergeschützt ist. Aber wer fährt schon im Regen mit seinem Porsche? Es ist natürlich gut, wenn man so eine Abisolierzange hat. Das ist noch eine Originale, made in West Germany. Ob die heutigen China-Nachbauten noch so gut sind, ist eine andere Frage. So, da legt man das ein. So, wird er da reingelegt. Und dann ist er abisoliert. So, und abisolieren. So, ihr seht, das kommt sehr gut. Insbesondere bei solchen alten Verbindungen ist es ganz gut, man arbeitet mit Lötfett. So, jetzt können wir die schön verzieren. Jetzt nimmt es das Ziehen viel besser an. Gut. So, dann legt er das in den Stecker rein. Ein bisschen fummelige Arbeit und dann die Zungen abbiegen. Dieser ist gut, die Gegenzunge drüber. Und jetzt ist der perfekt verfaltet. So, die ganze Nummer wiederholt er dann dreimal. Ein bisschen drehen. Das los. Ich bin immer ein Anhänger der doppelten Sicherheit. Das heißt erst verpressen und dann noch verlöten. So hält es 100%ig für immer. So, ein bisschen zum Kontakt, warm machen, verfließen lassen und weg. Halten, bis alles kühl wird. Entlastungen umfalten und dann ist das schon alles gut. Diesem Stecker ist die 1 nur ganz schlecht markiert, die 3.1. Ich habe mir deswegen einen farbigen Punkt drauf gesetzt. Hier muss der 1er Pin rein und 1 war das rote Kabel. Dann schieben wir den orientierungsrichtig rein. Wenn es nicht war, jetzt schauen wir, ob er vorne durchsteckt, dann können wir hinten mit dem Uhrmacherschraubenzieher ein bisschen drücken. Aha. Und wenn er schon so weit rausschaut, nehmt ihr einfach ein kleines Zängchen und zieht ihn vorne raus. Und jetzt habt ihr es gehört, eingerastet, der sitzt. Auch wieder die gleiche Nummer. Jetzt ist er reingerutscht.
Dann wieder vorne rausziehen. Gelastet und gut ist. Jetzt muss der dritte noch die Kurve kriegen. Ein bisschen knapp abgeschnitten, aber das war ja unser Wunsch. Können wir mit der Zange durchziehen. Und der dritte. Wir schauen nochmal. Rot, grün, schwarz. Und jetzt können wir die blauen Stöpsel hier eindrücken. Das ist der Spritzwasserschutz. So, jetzt haben wir eine Verbindung, die allen neuen Normen im Automobilbau genügt. Jetzt müssen wir noch den Knickschutz drüber ziehen. Der ist ein bisschen hakelig. Da machen wir es ein klein bisschen warm, dann rutscht er besser in Position. So, jetzt ist er ein bisschen warm. Probieren wir unser Glück. Und noch ein Stück. Jetzt ist er drauf gerutscht. Jetzt ist er drauf. Leider lässt sich der neue Stecker nicht auf den Halter am Auto schieben. Da haben wir nämlich zwei Probleme. Zum einen sind es hier innen 7 mm und hier sind es nur 6,5 und auch die Dicke stimmt nicht ganz. Das heißt, der passt von der Schlitzbreite und von dem Innenstück her nicht rein. Das müssen wir jetzt hier am Blechhalter etwas korrigieren. Und deshalb geht es jetzt in der mechanischen Werkstatt weiter. Ich muss die Pins ein bisschen zusammendrücken hier und den Schlitz ein bisschen verbreitern. So, ich feile jetzt den Schlitz etwas breiter. Und nach der ganzen Feilaktion blasen wir das Teil natürlich gründlich ab. So, und jetzt könnt ihr den Stecker hier drauf schieben. Im Wesentlichen muss ich nur den Schlitz so 0,7 mm breiter fallen. Die Noppen gehen sogar, dann hält es hier wunderbar, ohne dass das jemals abfallen kann. So ist das Teil einbaufertig. Das gleiche müsst ihr jetzt nochmal am Fahrzeug machen, weil meist ist die Steckverbindung vom Kabelbaum auch defekt. Aber wie das geht, habt ihr jetzt gesehen. Ich sage euch Tschüss, bis zum nächsten Video.